Moin, liebe Lütsch. Ich bin immer noch bei H-Mobile, aber das ist jetzt Zufall. Ich habe nämlich vorbereitet einen Router-Test. Ich habe ja seit Jahr und Tag, ihr wisst es vielleicht, den TP-Link M7350 bei mir mobil im Einsatz. Kleinhandlich, ist ein 4G-Router. Und jetzt bin ich aber dabei, dass ich sage, so allmählich müsste ich mich mal um einen technischen Nachfolger kümmern. Habe mir also mal ein paar Modelle besorgt. Da haben wir immer noch den guten alten TP-Link. Hier habe ich den Nachfolger, das ist der TP-Link M7650. Der ist einfach jetzt 2 Technologiestufen weiter als dieser. Ist immer noch 4G, aber der kann LTE Kategorie Cat 11. Dieser hier kann nur Cat 4, kann also nur bestimmte Frequenzen bedienen. Da kann der hier mehr. Und am meisten von allen kann dieses gute Stück hier, da können wir mal so richtig dicht rangehen. Das ist nämlich der Netgear Nighthawk M1. Das ist für viele von euch der Router der Wahl in der Vergangenheit gewesen. Und ob der das auch wirklich ist und ob er das verdient hat, das versuche ich jetzt heute mal rauszufinden. Mit diesem hier bin ich eigentlich heute immer noch sehr zufrieden. Das ist der TP-Link M7350. Das ist LTE Kategorie 4. Der kann maximal eine Downloadrate von 150 Mbit pro Sekunde und eine Uploadrate von ca. 50 Mbit pro Sekunde. Das ist das, worauf Cat 4 halt technisch begrenzt ist. Mehr geht dort technisch nicht. Trotzdem habe ich mit diesem Teil eigentlich immer genug Empfang gehabt. Ich habe keine externe Antenne, es sind auch gar keine externen Antennenanschlüsse vorhanden. Trotzdem hat das auch in meinem Kastenwagen im Schwarzen Schaf, obwohl das eine Blechkiste ist, die eigentlich relativ gut abschirmt, immer sehr gut funktioniert. Woran liegt das? Das liegt natürlich auch daran, dass hier letzten Endes Handytechnik verarbeitet ist. Und diese Handytechnik, die kann auch in einem faradäischen Käfig immer noch ganz gut funktionieren. Also haben wir hier eigentlich dasselbe an Technologie drin in diesen mobilen Routern, wie wir es auch in unseren Smartphones drin haben. Da stellt sich dann natürlich als erstes die Frage, brauchen wir sowas überhaupt? Ja, finde ich, weil mit diesem Gerät kann ich jetzt hier, ich glaube, bis zu 10 Geräte mit Internet versorgen. Wenn ich also gerade auch im Ausland bin irgendwo, dann brauche ich nur einmal eine SIM-Karte mit Daten zu holen und die ganze Familie kann sich auf diesem Router hier einloggen und alle haben Internet und sind glücklich und zufrieden. Das alleine macht es das für mich schon wert. Jetzt ist bei mir noch dazu kommend, dass ich ja YouTuber bin und dass ich für euch Videos schneide. Und da ist dann nämlich auch für mich der Upload wichtig gewesen, weil das auch einer der Hauptgründe für mich gewesen ist, weshalb ich gesagt habe, ich brauche tatsächlich jetzt einen neuen Router. Der 7350 reicht für meine Belange vielleicht nicht mehr ganz so. Ich bin ab und zu auf Veranstaltungen unterwegs, wisst ihr ja, ich war auf dem Nürburgring, ich bin auf Wacken Open Air. Da ist dann sehr, sehr viel los, weil sehr, sehr viele Leute gleichzeitig sich diese Mobilfunkzellen dann teilen und dann ist enorm viel Datenverkehr einfach dort auf den vorhandenen Frequenzen. Und da dieses Gerät hier sehr wenige Frequenzen dann nur benutzen kann, haben dann Geräte der neueren Generation einen enormen Vorteil. Der TP-Link M7650, wie gesagt, ist Kategorie 11 und kann damit bis zu 600 Mbit pro Sekunde im Download und kann bis zu 150 Mbit im Upload, soweit ich weiß. Da ist der also schon anders aufgestellt. Und was diese neuen Geräte eben auch können, die können ab einer gewissen Kategorie, ungefähr ab Cat 9, glaube ich, war das, können die Kanalbündelung machen. Das heißt, die nehmen sich 2 oder 3 Frequenzen und bündeln die zu einem virtuellen Kanal. Also sie kriegen ein bisschen Datentransfer von dem einen Kanal und auf dem anderen Kanal haben sie auch ein bisschen. Das können die dann bündeln und koppeln und können dann in der Fehlerkorrektur dabei eine wesentlich stabilere Verbindung dann herstellen, obwohl die Zelle eigentlich gerade ziemlich überlastet ist. Das ist also der große Vorteil, den der TP-Link M7650 gegenüber seinem kleinen Bruder hat. Aber der kleine reicht in meinen Augen für die meisten von euch immer noch vollkommen aus. Der Preisunterschied ist, hier bewegen wir uns aktuell so bei 66 bis 70 Euro. Hier bewegen wir uns so ungefähr bei 150 bis 180 Euro. Ihr seht also, das ist ein enormer Unterschied. Und wie gesagt, für die meisten von euch, wenn ihr nicht die ganze Zeit euch auf Großveranstaltungen dann aufhaltet und wirklich dann auf das letzte Quäntchen an Datentransfer angewiesen seid, wird der hier locker reichen. Auch, dass er keine externe Antenne hat, das habe ich nämlich bei meinen Tests hier schon so ein bisschen festgestellt. Wir kommen da gleich zu.
Dieser hier, der Netgear Nighthawk, bietet tatsächlich eine externe Antenne an. Da habe ich also entsprechende Antennenanschlüsse. Wir holen den mal schnell raus. Und wenn ich hier jetzt mal auf die Unterseite gehe, dann seht ihr hier unter diesen kleinen Gummifüßen kleine Anschlüsse. Hier kann man also 2 Mobilfunkantennen dann anschließen, 4G-Antennen, mit denen man dann diesen Router extern nochmal mit einer Antenne versorgen kann. Wenn ihr euren Router in einer Empfangssituation habt, wo ihr auch mit dem Handy schlechten Empfang habt, dann kann das tatsächlich ein Vorteil sein. Dann kann es auch tatsächlich sinnvoll sein, dass ihr euch über den Netgear Nighthawk Gedanken macht. Denn bei dem hier ist dann für mich so ein bisschen das Problem, er ist ziemlich teuer, immer noch. Die wollen also für den Netgear Nighthawk aktuell 4G, M1 ist das Modell, wollen die immer noch so ungefähr 400 € haben im Neuverkauf. Das Nachfolgemodell davon, der M5 und auch der M6, die sind jetzt auch auf 5G ausgerichtet. Die können also noch mehr, aber die liegen dann bei 888 €, respektive das Topgerät aktuell bei knapp unter 1000 €. Und da sehe ich tatsächlich, so viel sei vorweggenommen, den Mehrwert, den mir das Gerät liefert gegenüber diesem Gerät bei 170, 180 €, den sehe ich dort einfach nicht. In meinen Empfangssituationen, wie gesagt, ich habe hier ganz normale Kastenwegen, wie wir sie hier auch auf dem Gelände stehen haben. Bei diesen Fahrzeugen ist es ja so, dass ihr sehr, sehr viel Blech um euch herum habt. Trotzdem funktionieren diese Router bei mir wunderbar. Ich habe keine externe Antenne gebraucht, respektive ich habe mir eine externe Antenne vom Kollegen ausleihen können. Ich habe keine Empfangsverbesserung feststellen können am Netgear Nighthawk. Also der hatte exakt dieselben Balkenanzahl, er hat auch dieselbe Transferleistung dann gebracht bei meinen Versuchen. Ich bin nämlich, und da kommen wir jetzt dann dazu, dass ich euch das Ganze auch wirklich zeige und nicht nur erzähle, mit den beiden Routern oder den 3 Routern und meinen Handys ein bisschen durch die Gegend gefahren und habe ein paar Vergleichstests gemacht. Den TP-Link M7650 habe ich dabei leider noch nicht dabei gehabt. Das heißt, für den ist jetzt heute der erste Test, dass wir da nochmal dann den Vergleichstest abrunden und abschließen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, der geht zurück, der bleibt. Schauen wir nochmal, dass ich auch wirklich im richtigen Netz drin bin. Da hat er sich aber schon verbunden, TP-Link 9364. Verbunden, Internet hat er auch. Es ist meine O2-Karte eingelegt mit 40 GB Daten pro Monat, die ich da frei habe. Jetzt kann ich hier Speedtest aufrufen. Er hat sich mit O2 verbunden, das zeigt er hier auch an. Aber O2 verwendet offenkundig gerade den Turm von der Deutschen Telekom. Und das Netz ist hier nicht das Beste von O2. Das ist aber auch gut so für den Test, weil so wollen wir ihn ja auch ausprobieren. Ich habe also 8,13 im Download. Im Upload, der für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, habe ich aber recht gute Werte eigentlich. 12 bis 13 im Upload, das ist schon gar nicht so schlecht, dafür, dass das Netz hier nicht das allerbeste ist. Zum Vergleich gehe ich jetzt nochmal in die Einstellungen und schalte WLAN ab. Jetzt hole ich mir mobile Daten aus dem Smartphone direkt über O2. Selbe Karte, ne? Es ist also derselbe Provider und auch darüber machen wir nochmal einen direkten Vergleichstest. Das ist schon erstaunlich, ne? Also diese Router, die haben ihren Vorteil, dass sie eben das mehreren Leuten anbieten können. Dieses Gerät kann, glaube ich, bis zu 20 Leute mit Internet versorgen. Aber ich habe tatsächlich über das Smartphone einen besseren Datentransfer. Ich weiß nicht, es wird sehr dunkel sein, ich blende euch das ja eh ein. Aber ich habe einen Download aktuell von 44,3 in der Spitze. Jetzt pendelt er sich so im Upload auch bei 25, 26 ein. Das heißt, eigentlich ist mein Smartphone dort leistungs- und empfangsstärker als der Router. Da das aber immer so Momentaufnahmen sind, machen wir jetzt nochmal den Vergleich, gehen nochmal übers WLAN, wieder auf den TP-Link. Hat er sich auch sofort verbunden. Machen nochmal einen Vergleichstest. Ja, siehst du wohl. Das war tatsächlich eben ein Ausreißer nach unten. Weil jetzt hat er nämlich hier auch, der hat dieselbe Datenrate wie mein Smartphone. Der ist sogar besser. 40,55 im Download. Um die 30 im Upload. ,2. Also das ist schon
Das ist schon eine Hausnummer, da kann man schon richtig mit arbeiten. Interessante Frage, was kann jetzt der hier besser oder schlechter als der hier? 170 Euro zur Erinnerung zu 370 Euro aktuell. Dazu muss ich jetzt natürlich dann erstmal die Karte hier einlegen. Den TP-Link abschalten. Hier ist dann ein richtiges kleines Kartenfach, wie man das früher gekannt hat, ne, wo man die Karte dann drin arretiert. Und diese Karte kann ich jetzt 1:1 in den Netgear Nighthawk mit einlegen. Und der Schönheit halber machen wir natürlich auch den Deckel drauf und schalten den Nighthawk an. Zeigt sich immer so schön mit einem schönen bunten Display. Es ist aber noch kein Touch, das kann erst der M5. Der hat dann hier ein Touch-Display, da kann man dann auch richtig bedienen darüber. Aber ganz ehrlich, angenehm und komfortabel ist das auf so einem kleinen Touchscreen eh nicht. Da empfehle ich euch auch bei TP-Link die entsprechende App runterzuladen. Das ist wesentlich angenehmer dann in der Bedienung. Der Netgear braucht auch meistens etwas länger, habe ich schon festgestellt, fürs Starten. Also da ist der TP-Link beim Starten etwas schneller. Dafür ist das Display besser ablesbar in der Sonne. Jetzt ist der Nighthawk da. Jetzt gucken wir als erstes. Ja, er hat sich direkt mit dem Netgear Nighthawk verbunden. Jetzt machen wir hier den Vergleichstest. Auch hier ist jetzt die O2-Karte eingelegt. Ja, der kriegt ein bisschen mehr. Der hat jetzt hier 73,74, 73,6 im Download. Und 33,5 im Upload haben wir geschafft. Das ist natürlich ein kleines bisschen mehr, als das der TP-Link M7650 geschafft hat. Woran liegt das? Dieses Gerät hat als Cat 20 Gerät, glaube ich, nochmal so 1, 2, 3 Frequenzen mehr als dieses zur Verfügung. Deswegen kann das bis zu einem Gigabit. Aber wir sehen ja hier im Beispiel, dass tatsächlich real viel weniger ankommt. Nicht mal 10%. 1 Gigabit wären 1000 Mbit pro Sekunde im Download. Und wir kriegen hier unter optimalen Sender- und Empfangsbedingungen an diesem Standort über den Netgear Nighthawk mal gerade eben 77 von diesen 1000, die theoretisch möglich sind. Woran liegt das? Als allererstes an eurem Provider. Ihr habt nämlich eigentlich nie einen Provider, der euch wirklich 1 Gigabit zur Verfügung stellt. Das sind die wenigsten Verträge, die sind dann auch sehr teuer, die euch so hohe Datenraten überhaupt anbieten. In meinem O2-Vertrag ist eine Datenrate von maximal 300 Mbit pro Sekunde überhaupt nur Vertragsbestandteil. Was bringt es mir dann, einen Router zu haben, der 1000 Mbit pro Sekunde theoretisch kann? Nicht so viel. Wir haben ja gesehen, so 30 Mbit pro Sekunde Unterschied im Download haben wir im Netgear Nighthawk Test gesehen. Da hat das Gerät einen kleinen Vorteil durch die höhere Frequenzbandauswahl, die es einfach hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Film auf Netflix oder irgendwo streame, da reichen 16 Mbit pro Sekunde. Und wenn ich hier auf dem Gerät dann irgendwas bei 40 Mbit habe, da können mehrere Leute gleichzeitig drauf streamen. Überhaupt kein Problem. Aber dieses Gerät kostet 200 Euro weniger. Zurück im schwarzen Schaf. Ich habe jetzt nur noch diese beiden Router hier. Der M7350, den ich schon seit über 3 Jahren jetzt einsetze. Und seit letztem Jahr jetzt dann auch den M7650. Also seitdem ich das gedreht habe, habe ich das Gerät dann auch eine Weile genutzt. Und habe dann auch die Tests, die ich hier jetzt schon angeführt hatte in dem Video, dann auch nochmal fortgesetzt. Da gehen wir jetzt gleich auf meine Ergebnisse drauf ein. Welchen ihr hier nicht mehr seht, ist der Netgear Nighthawk M1. Den kriegt man immer noch, auch gebraucht ist er durchaus ganz gut zu bekommen, der ist aber auch neu immer noch gut zu kriegen, liegt so um und bei 330, 350 Euro in der Größenordnung. Der Nighthawk M5 ist mittlerweile kaum noch zu kriegen. Der M6 und M6 Pro, der wo so ein bisschen so die Nachfolge dann von M5 angetreten hat, liegt aktuell immer noch so bei um die 950 Euro. Der M6 ist ein bisschen günstiger, wenn es nicht die Pro-Edition ist. Aber das habe ich mir da aus den Geräten echt nicht rausgeguckt. Deswegen, das hier ist jetzt mein neuer Favorit.
Der hier wird aber für einen Großteil von euch schlicht und ergreifend reichen. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Ergebnisse an, die ich in meinen Test dann durchgeführt habe. Ich habe 2 Tarife verwendet. Ich habe nämlich noch einen Kongstar-Tarif abgeschlossen für den YouTube-Kanal, damit ich nämlich ein zweites Netz, wenn das O2-Netz mal nicht gut verfügbar ist, dass ich dann ein Ausweichnetz habe, auf das ich ausweichen kann. Das war insbesondere eine Idee dann auf Großveranstaltungen, wo das vielleicht tatsächlich mal zum Problem werden könnte, dass ich da eine Ausweichmöglichkeit habe, aber auch noch ein bisschen zusätzliches Datenvolumen, denn das ist für den YouTube-Kanal hier wirklich erforderlich, bei den Datenmengen, die so ein Video im Upload dann immer verbraucht. Ich habe an verschiedenen Stellen gemessen. Beachtet bitte, das sind immer so Momentaufnahmen von dem Tag, an dem ich das gemacht habe. Das hat keinen Anspruch auf absolute Korrektheit, dass das jetzt immer so der Wert ist. Das wird sich jeden Tag ändern, atmosphärische Bedingungen ändern sich, etc. pp. Aber eine Tendenz kann man daraus ablesen. So habe ich gemessen, einmal hier vor Ort bei mir an meinem Wohnort. Das hat hier eine sehr, sehr schlechte Netzabdeckung. Das gilt für alle Anbieter. Da ist O2 genauso gut, genauso schlecht wie die Telekom und genauso gut und genauso schlecht wie Vodafone. Da habe ich nämlich mittlerweile, seitdem ich hier wohne, mittlerweile alle Netzanbieter einmal durch. Es ist hier einfach ein Ort, wo der Empfang recht schlecht ist. Das ist aber natürlich für den Test sogar gut, weil gerade bei einem schlechten Messergebnis macht ja dann nachher vielleicht das letzte Quäntchen dann das doch für den einen oder anderen von euch aus, welcher Router für euch der Favorit ist. Ich habe also einmal hier im Gebäude zu Hause und dann nochmal im Gebäude, aber im ersten Obergeschoss. Da verbessert sich dann nämlich dann schon die Empfangslage deutlich, weil ich ein bisschen höher rauskomme. Dann bin ich in Wacken gewesen, extra dafür, habe da auch Messungen gemacht und habe an Campground Y gemessen. Beachtet bitte, das ist nicht während des Wacken-Festivals gewesen. Da sind ja zusätzliche Netzstopfer dann da drin aufgebaut gewesen. Das ist der ganz normale Raiffeisenturm, der dort in Wacken steht. An dem sind einige Mobilfunkantennen angebracht, sodass ich also ohne Fremdlast dort eine sehr, sehr gute Netzabdeckung dann einfach testen konnte. Denn dort ist eine sehr gute Netzabdeckung. Dann bin ich in Hamburg gewesen, habe dort an 2 Stellen Messungen gemacht, nämlich einmal mitten in der Stadt, wo also hohe Bebauung mit 5-, 6-stöckigen Wohngebäuden direkt um einen rum ist, wo viel Verkehr ist, wo viel Störquellen sind, wo ganz, ganz viele verschiedene WLANs dann von den Leuten dann auch betrieben werden. Und dann nochmal am Stadtpark, auf einem dortigen Parkplatz, habe ich auch nochmal gemessen in Hamburg. Und dann eine Messung, eine Vergleichsmessung habe ich dann nochmal gemacht mit dem TP-Link M7650, als ich den dann hatte, und habe das dann in Bad Bramstedt, da wo auch das Video am Anfang hier jetzt zu sehen gewesen ist, dann dort auch nochmal eine Vergleichsmessung gemacht. Mittlerweile kann ich sagen, die Messungen haben sich bestätigt, also der schlägt hier eigentlich den kleineren Bruder auch immer stetig. Und er hat sich, obwohl er nur Cat 11 ist und damit etwas schlechter ist vom technischen Standard als der Netgear Nighthawk M1, hat er sich aber nicht so viel schlechter geschlagen als der Nighthawk, sodass ich gesagt habe, der bleibt und der Nighthawk, der geht wieder zurück. Wie gesagt, das ist einfach eine Preisgeschichte, da sage ich, das gucke ich mir da nicht raus. Jetzt steigen wir ein in den Test. Im ersten Test bin ich bei mir hier zu Hause, wie gesagt, schlechte Empfangssituation im Erdgeschoss, und da habe ich dann einmal das Smartphone, dann den TP-Link 7350 mit dem Netgear Nighthawk verglichen. Da war dann im Wesentlichen der TP-Link etwas schneller als mein Smartphone, aber deutlich weniger, nur knapp die Hälfte vom Netgear Nighthawk M1. Also da konnte man sehen, im Download war er da tatsächlich ein Stück weit besser. Witzigerweise im Upload, was für mich ein ganz wichtiger Faktor ist der TP-Link, sogar der kleine hier, der 7350, sogar einen Ticken besser gewesen bei mehreren Testläufen als der Nighthawk. Also da hat der Nighthawk keinen wesentlichen Vorteil ausspielen können. Als ich das Ganze ins Obergeschoss getragen habe, da ist natürlich eine etwas bessere Empfangslage, weil ich einfach höher liege, war das Ganze dann nämlich bereits umgekehrt. Da war der Nighthawk M1 mit dem 5 GHz WLAN schneller im Download als mit dem 2,4 GHz. Auch hier hat dann der TP-Link M7350 den Nighthawk im Upload um nochmal 3 Mbit die Sekunde, okay, es sind nur 8 Mbit insgesamt gewesen, geschlagen. Aber gerade wenn ich wenig Empfang habe, sind diese 5 oder 3 Mbit natürlich ein Riesenunterschied. Wie viele Minuten dauert das, bis ich ein Video hochgeladen habe? In dem Fall geht es dann eher so in den Stundenbereich dann schon rein. Wacken, Campground Y. Wie gesagt, keine Fremdlast. Ich
Ich bin nicht während des Wacken Open Airs da gewesen, sondern habe das gemacht, als kein Open Air stattgefunden hat. Da ist die Netzabdeckung dort vor Ort sehr, sehr gut. Das konnte man dann auch an meinem Smartphone sehen. Da habe ich dann 115 Mbit im Download und 47 Mbit im Upload erreicht, also fast den Maximalwert. Der TP-Link M7350, den hier hatte ich zu dem Zeitpunkt bei dem Test noch nicht, hat nur geringfügig schlechter abgeschnitten in dem Moment. Und das sind so diese Momentaufnahmen. Da liegen ja einfach ein paar Minuten zwischen den beiden Tests und das kann schon die Empfangssituation verändern. Er hat sich da mit 92,9 aber echt nicht schlecht geschlagen. Den Nighthawk habe ich an derselben Stelle dann getestet und der hat dort dann ja mindestens beim Download schlechter abgeschnitten in dem Moment. Da hat er nur 52,6 erreicht. Das fand ich schon auffällig. Ich habe die Messung mehrfach wiederholt, aber irgendwie war es halt so. Ohne Fremdlast war in dem Moment der Nighthawk, habe das im 2,4 GHz Netz gemacht, aber auch nochmal im 5 GHz WLAN, also egal welches WLAN ich aufgebaut habe, in dem Moment war er dort einfach tatsächlich mal schwächer. Immer noch nicht langsam, gar keine Frage, also das wird man in der Nutzung nicht gemerkt haben, dass er dort langsamer war. Aber ich fand das sehr eindrucksvoll, dass das Teil, das hier einen Bruchteil kostet, da leistungsfähiger gewesen ist in dem Moment als der Nighthawk. Dann springen wir nach Hamburg und da habe ich an 2 Stellen gemessen, einmal mittendrin, da wo also die urbane Bebauung dann also intensiv war und dann einmal am Stadtpark, wo dann vielleicht nur ein paar Bäume dann nochmal im Weg stehen, das war am Rande des Stadtparks in Hamburg. Dort habe ich die höchsten Werte überhaupt im ganzen Messzyklus gehabt. Da hat das Smartphone dann nämlich sogar 160 Mbit pro Sekunde im Download erreicht. Also das war da mal der Spitzenwert. 300 Mbit, wie gesagt, verspricht mein Provider als Maximalwert, ist in dem Tarif inkludiert. Das kriegt man aber selbst in Hamburg, in einer Großstadt, offenbar kaum mal wirklich real angeboten. Das steht auf dem Zettel und auf dem Papier. Aber der Anbieter sagt ja nur mit bis zu 300 Mbit, also ein Rechtsanspruch, dass ich jedes Mal 300 Mbit anlegen habe, haben die eigentlich üblicherweise nicht drin. Im Download war es dann etwas schlechter. Das kann auch dann mit der Netzauslastung zu tun gehabt haben, die dann dort im urbanen Bereich dann vorliegt. Denn auf dem flachen Land, Campground Y, wo kein anderer das genutzt hat, habe ich ja fast das Maximum, die 50 Mbit dann tatsächlich auch bekommen. Mitten in Hamburg bekam ich dann eigentlich nur 13,7 als Downloadrate. Das zog sich dann aber auch durch. Das war dann also auf dem Nighthawk und auch auf dem TP-Link nichts anderes. Die hatten allesamt dann im Upload 13, irgendwas dann nur in dem Moment abbekommen. Auch da konnte der Nighthawk also keinen Vorteil jetzt ausspielen. Im Stadtpark sah das Ganze dann noch extremer aus. Da habe ich dann tatsächlich den Spitzenwert schlechthin im Download auf meinem Smartphone bekommen. Da sind 253 Mbit dann reingerauscht und einen Upload habe ich dort dann hinbekommen von 41,1 im Stadtpark. Das ist schon ziemlich kräftig. Da hat dann der TP-Link M7350 ein bisschen gegen abgelust. Immer noch mit dem Top-Wert, 25,1 hat er da bekommen. Und da muss man tatsächlich sagen, da hätte ihn dann der Nighthawk geschlagen. Der Nighthawk hat dort fast den Maximalwert dann erreicht, 48,1 und 45,4, jeweils im 2,4 und im 5 GHz Bereich. Das ist wirklich, da hätte er tatsächlich mal einen kleinen Vorteil dann gehabt. Nur mit 25 Mbit die Sekunde ist das eigentlich auch schon ein sehr, sehr schnelles Upload. Da wird es oftmals bei YouTube zumindest, durch die Serverauslastung von YouTube begrenzt. Also dann kann ich zwar theoretisch so viel hochladen, aber YouTube nimmt mir das nicht ab und kann diese schnelle Datenrate gar nicht halten. Abschließend hatte ich mir dann ja den M7650 dann geholt, auch mit dem jetzt mal eine Vergleichsmessung gemacht. Danach ging dann der Nighthawk dann zurück, weil ich, wie gesagt, den Vorteil jetzt nicht für meinen Anwendungszweck erkennen konnte. Das seht ihr auch gleich an den Werten. Da habe ich dann in Bad Bramstedt gemessen. Im Download war er dort tatsächlich etwas schwächer als der Nighthawk. Da hat er 40,6 Mbit pro Sekunde nur geschafft. Der Nighthawk hat im gleichen Test dann 73,6 wenige Minuten später dann gerissen. Das ist natürlich ein ganzer Schlag mehr, gar keine Frage. Aber im Upload, der für mich ja das Wichtigste ist, waren es 30,2 auf dem M7650 und 33,5 ein paar Minuten später dann auf dem Nighthawk. Ich konnte also erkennen, kein effektiver großer Vorteil mehr für den Nighthawk, der jetzt den großen Preisunterschied da gerechtfertigt hätte. Nighthawk ist wieder zurückgegangen, TP-Link ist geblieben.
Der ist jetzt auch inzwischen schon seit 6, 7 Monaten jetzt mein dauerhafter Begleiter. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm. Ich verlinke euch auch mal das Video zu WLAN im Internet. Da bin ich auf meinen Tarifvertrag dann nämlich auch mal näher eingegangen und auf Alternativen dazu. Könnt ihr hier oben dann in der Ecke dann dem Link folgen. Und da ich jetzt hier nun mehrere Karten ohnehin kostenfrei haben kann, ist der dann einfach auch mit einer versorgt worden. Ich habe mir dann nochmal eine zusätzliche dann dazu bestellt. Dann kann ich das WLAN dann auch in meine Tasche stecken und auf einer Wanderung mitnehmen, wenn ich mal mit mehreren Leuten unterwegs bin. Unbestritten ist der Netgear Nighthawk ein sehr, sehr guter Router. Aber der TP-Link M7650 kann da durchaus für euch nach euren persönlichen Bedürfnissen absolut mithalten. Wer Hochleistungsnutzer ist, also viele Geräte hat, die er mit dem Router verbindet, dann vielleicht auch noch mit mehreren Leuten sich das Internet teilt, der wird vielleicht in bestimmten Empfangssituationen mit dem Netgear Nighthawk einen kleinen Vorteil haben. In meinem Anwendungsszenario, ich nutze das WLAN eigentlich im Wesentlichen für mich alleine. Die Uploadraten sind wesentlich wichtiger für mich als die Downloadraten. Eine Downloadrate von 15 reicht schon vollkommen aus für Streaming. Was will ich denn mehr? Wenn mehr anliegt, ist das zwar nice to have, aber da merke ich in der effektiven Nutzung überhaupt nichts davon. Dann reicht auch dieses Gerät vollkommen aus. Wer ein bisschen sparen will, der geht immer noch auf den M7350, auch wenn er nur Cat 4 und LTE ist. 5G ist noch lange nicht so weit, dass das jetzt flächendeckend irgendwo komplett ausgebaut ist. Das wird auch noch geraume Zeit dauern, bis irgendwann einmal 4G zur Abschaltung ansteht. Das ist überhaupt noch nicht abzusehen. Also 5G ist da diesbezüglich wirklich noch in den Kinderschuhen. LTE wird da noch geraume Zeit Maß der Dinge sein. Mit dem günstigen Gerät hier seid ihr also auch immer noch gut bedient. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.